We've just been married. Married? Yeah, married. It's kind of like a guinea pig type thing. Guinea pig, huh? You're helping me out by being a guinea pig for a new product. Goldener Schnitt. Teilung einer Strecke so, dass die ganze Strecke A zum größeren Teil B sich wie der größere Teil B zum kleineren A minus B verhält. Was immer wir als schön empfinden, in der Natur, in der Kunst, am menschlichen Körper, gehorcht den Gesetzen des goldenen Schnittes. Im Lexikon finde ich folgende Definition. A zu B gleich B zu A minus B. Das klingt ziemlich trocken, gewinnt aber sofort Leben, wenn man sich vorstellt, dass der goldene Schnitt ein Akkord ist, nämlich ein Terz-Sext-Phänomen, ein Inbegriff musikalischen Wohlklanges also. Verfolgen wir einmal diesen Akkord, oder mathematisch ausgedrückt, die Gesetze des goldenen Schnittes in Bezug auf den menschlichen Körper. Der Bauchnabel teilt die Körperlänge im Verhältnis des goldenen Schnittes. Die Brustwarzen teilen die Gesamtbreite eines Menschen mit ausgestreckten Armen im Verhältnis des goldenen Schnittes. Der Beinansatz teilt die Höhe der Brustwarzen im Verhältnis des goldenen Schnittes. Das Knie teilt das ganze Bein im Verhältnis des goldenen Schnittes. Die Augenbrauen teilen den Kopf im Verhältnis des goldenen Schnittes. Das Armgelenk teilt den ganzen Arm einschließlich Hand im Verhältnis des goldenen Schnittes. Als erster hat der im 16. Jahrhundert lebende niederländische Arzt Agrippa von Nettesheim die Terz-Sext-Proportionen des menschlichen Körpers in ein Netz aus Kreisen und Dreiecken eingezeichnet. Andreas Werkmeister schreibt in seinem 1702 erschienenen Werk Harmonologia Musica. Ist nun die große Welt, Makrokosmos, beschaffen, so muss der Mensch als Mikrokosmos auch eine Verwandtschaft mit derselben haben. Daher Pythagoras und Platon gesagt haben, die Seele der Menschen sei eine Harmonia. Dieses wird nicht allein von vielen Philosophies bekräftigt und erwiesen, sondern man hat es auch erfahren, dass an eines wohl proportionierten Menschen Leibe und Gliedern die Proportiones musicae, also musikalische Proportionen, zu finden seien. Den menschlichen Körperbau, insofern er vom goldenen Schnitt, also von musikalischen Verhältnissen gegliedert wird, kann man deshalb als ein klingendes Kunstwerk bezeichnen. Sind es doch gerade die vollkommensten mathematischen Verhältnisse, die ihn gestalten. Mit vollem Recht kann man deshalb sagen, dass der Mensch, zumindest seinem Körperbau nach, auf die Vollkommenheit hin angelegt sei. Es kann nach dem Vorhergesagten kaum noch überraschen, dass die genannten Verhältnisse des menschlichen Körpers Entsprechungen in den mathematischen Beziehungen der Planetenumläufe haben. Für jede Proportion des menschlichen Körpers, die einem musikalischen Intervall entspricht, lässt sich ein entsprechendes Verhältnis zwischen 2 oder 3 Planetenumläufen angeben. Die beiden scheinbar so weit auseinanderliegenden Welten der Töne und Planetenbewegungen finden also im menschlichen Körper einen unmittelbar sichtbaren Ausdruck. Verbindungsglieder zwischen Mensch und Kosmos sind dabei die musikalischen Verhältnisse, die daher im wahrsten Sinne des Wortes ein universales Ordnungsprinzip darstellen. Weil der menschliche Körper nach harmonikalen Gesetzen gebildet ist, kam man schon früh auf den Gedanken, menschliches Leiden und Krankheiten durch Musik zu heilen. Agrippina von Nettesheim schrieb zu Beginn des 16. Jahrhunderts: Wer krank ist, stimmt nicht mehr mit dem Universum überein. Er kann aber die Harmonie wiederfinden und gesund werden, wenn er seine Bewegungen nach denen der Gestirne richtet. Und Johannes Kepler? Es pflegen etliche Ärzte ihre Patienten durch eine liebliche Musik zu kurieren. Wie kann die Musik in eines anderen Menschen Leib wirken? Also, dass die Seele des Menschen, wie auch etlicher Tiere, die Harmonie versteht, sich darüber erfreuet, erquicket und in ihrem Leib desto kräftiger wird. So dann nun auch die himmlische Wirkung in den Erdboden durch eine Harmonie und stille Musik kommt. Eine Erkenntnis, die durch die moderne Musiktherapie voll bestätigt wird. Novalis, der Dichter und Mystiker der Romantik, der ein besonders hochentwickeltes Sensorium für all diese Dinge besaß, wusste: Jede Krankheit ist ein musikalisches Problem.
Seit je gilt Dur als männlich, Moll als weiblich. In seinem Werk Musik, Magie, Mystik berichtet Hans Stege von Untersuchungen, die man an dem von Hans Kaiser inspirierten Institut für harmonikale Forschung durchgeführt hat. Beim Vergleich von männlichen und weiblichen Schädelformen machte man die überraschende Entdeckung, dass in den Proportionen weiblicher Schädel kleine Terzen und große Sechsten, Mollintervalle also vorherrschen, beim männlichen Geschlecht dagegen die entsprechenden Dur-Proportionen. Noch bemerkenswerter ist, dass der weibliche Körper in besonders auffälliger Weise und in statistisch gesehen größerer Häufigkeit als der männliche von Mollproportionen beherrscht wird. Was man die Urproportion der Weiblichkeit genannt hat, das Dreieck, das zwischen den Brüsten und dem Punkt, an dem die Schenkel einander begegnen, entsteht, entspricht einem Terz-Sext-Akkord in Moll. Dichter und Liebende mögen es oft schon empfunden haben als poetische Metapher. Aber es ist mathematische Wirklichkeit. Dieses Dreieck, diese Urproportion ist Musik. Und zwar Musik in Moll. Horchen wir, wie wir es auch in der ersten Sendung getan haben, wieder der Sprache nach. Der Geigenspieler spricht vom Körper seiner Violine. Seit Jahrhunderten gibt es, vielen Gitarristen bewusst, von vielen Dichtern besungen, die auffällige Ähnlichkeit zwischen dem Gitarrenkörper, so wird er ja auch genannt, und dem weiblichen Körper. Man spricht von Klangerregern und von Klangerzeugern. Der Klangerzeuger zeugt auf dem Klangkörper, diesen erregend, den Klang. So etwas kann ein Gitarrist sagen oder ein Geiger, um seinen Schülern den Vorgang der Klangentstehung zu erklären. Man kann aber fast den gleichen Satz bilden, um den Liebesakt zu beschreiben. Hier wie dort bedarf es des Körpers und dessen Erregung, damit Zeugung stattfindet. Viele Musiker meinen, den Urklang der Schöpfung real in der Natur vernommen zu haben. Hans Stege berichtet von dem Schweizer Komponisten G. Nortemann, der die Bergströme und Wasserfälle seiner Heimat untersucht hat und in ihnen immer wieder die Akkordfolgen des C-Dur-Akkordes fand. Getrübt, wie er sagte, durch ein nicht zu dem Akkord gehörendes tiefes F, das gewöhnlich als Unterquinte von C gehört wird. Die Gleichheit der Töne aller Wasserfälle war so überraschend, dass wir unserer Beobachtung nicht trauten. Wir baten an verschiedenen Orten Leute, die ein musikalisches Ohr haben, ohne dass wir ihnen unser Resultat vorher mitgeteilt hatten, auf die Töne der Wasserfälle und Bergwasser, an die wir sie führten, zu horchen und uns singend anzugeben, was sie hören können. Mittels einer Stimmflöte wurden ihre Angaben abgenommen und es zeigte sich, dass alle die gleichen Töne hörten, die auch wir wahrnahmen. Bei ganz starken Wassern ist F am leichtesten zu hören, bei allen schwächeren C. Der Hamburger Professor Dr. Georg Anschütz hat diese Angaben an der Nordsee und an der Isar in der Nähe von München nachgeprüft. Auch dort wurden vorwiegend F und C gefunden. Das F ist nach Ansicht des Züricher Geologen Professor Albert Heim die Grundlage aller Wasserklänge. Man hört es noch hinter einer Bergecke oder hinter dichtem Wald und in einer Entfernung, wo die anderen Töne nicht mehr wahrnehmbar sind. Vom Geräusch der Gewässer in den tiefen Talrinnen ist fast nur noch das dumpfe F auf den stillen hohen Berggipfeln zu vernehmen. In anderem Zusammenhang sagt Professor Heim: Wenn man am Ufer eines rauschenden Wassers ein Lied in einer anderen Tonart als C-Dur zu singen versucht, dann entstehen sehr heftige Dissonanzen. Unbewusst wird niemand am rauschenden Wasser anders als in C-Dur oder, wenn der Strom recht gewaltig donnert, in F-Dur singen. Es ist anders mit Absicht kaum möglich. Gewiss ist da die Frage naheliegend und berechtigt, ob nicht der Mensch C zum Ausgangspunkt seiner Musik deswegen gemacht hat, weil er es eben vom Wasser her so in den Ohren hatte. Nada Brahma. Die Welt ist Klang. Der Name des Gottes Brahma leitet sich von der Sanskritwurzel Bri her, die wachsen bedeutet. Jenes Wachsen, ohne das Leben nicht denkbar ist. Nada Brahma heißt also auch Leben. Alles Lebendige ist Klang. Die Welt klingt,
Sie ist ein Kosmos der geistig wirkenden Wesen. So Kandinsky, der große Maler, der im Almanach des Blauen Reiters einen Generalbass und eine Harmonielehre der Malerei entworfen hat. Der amerikanische Forscher George Lennart. An der Wurzel jeglicher Kraft und Bewegung im lodernden Zentrum der Existenz ist Musik und Rhythmus. Das Spiel geordneter Frequenzen in der Matrix der Zeit. Vor mehr als 2500 Jahren sagte der Philosoph Pythagoras seinen Schülern, ein Fels sei zu Stein gewordene Musik. Eine intuitive Erkenntnis, die durch die moderne Wissenschaft voll bestätigt wird. Wir wissen heute, dass jede Partikel im physischen Universum ihre Eigenschaften durch Frequenz, Muster und Obertöne ihrer speziellen Schwingungen, also durch ihren Gesang erhält. Dasselbe gilt für alle Formen von Strahlung, alle starken und schwachen Naturkräfte und für alle Informationen. Bevor wir Musik machen, macht die Musik uns. Die Art und Weise, wie Musik entsteht, ist auch die Art und Weise der Entstehung der Welt. Ganze Welten und Weltgebäude gesicherter Erkenntnis sind in unserem Jahrhundert zusammengebrochen. Zeit und Materie waren das Sicherste, was wir hatten. Wir stehen heute vor den Trümmerhaufen dessen, was Zeit und Materie einmal für den Menschen gewesen sind. Seit Einstein, seit der allgemeinen und der speziellen Relativitätstheorie wissen wir um den illusorischen Charakter der Zeit. Es gibt nach der Relativitätstheorie Ereignisse, die uns von einem bestimmten Standpunkt aus als gleichzeitig erscheinen können, während sie von anderen Beobachtungspunkten aus als eine Folge erscheinen, die von der Vergangenheit über die Gegenwart in die Zukunft läuft. Und bei der Deutung gewisser Streuungsprozesse in der Quantenmechanik bewegen sich die Teilchen in dem einen Prozess in der Zeit vorwärts, in dem unmittelbar benachbarten aber rückwärts. Der Zeitablauf von der Zukunft rückwärts in die Vergangenheit ist dabei dem sogenannten normalen Ablauf von der Vergangenheit in die Zukunft gleichwertig geworden. Auf Zeit wahrhaftig ist kein Verlass mehr, in einem durchaus paradoxen Sinn. Seit langem nämlich unterscheidet man zwei verschiedene Arten von Zeit. Die gemessene und die gelebte, die sogenannte objektive und die subjektive. Die gemessene Zeit galt als die unverbrüchlich Exakte, die für jeden Menschen gleiche und verbindliche. Die gelebte ist die persönliche Zeit des einzelnen Individuums, die in Momenten der Glückseligkeit viel zu schnell und in Stunden des Leides zu langsam verfliegt. Inzwischen werden die beiden Zeiten fast umgekehrt bewertet wie noch vor 20 oder 30 Jahren. Die gelebte Zeit, die eben noch als die eigentlich relative erschien, ist nun doch wenigstens in einem relativen Sinn verlässlicher geworden als jene Zeit, die eben noch die absolute war und die nun so weitgehend relativiert wurde, dass wenig Verlässliches an ihr übrig geblieben ist. Heisenberg hat gezeigt, dass mathematisch gesehen die Feldgleichung für elektromagnetische Felder nicht nur für eine zurückliegende Zeit, sondern auch für eine jeweils künftige Zeit gelöst werden kann. Das bedeutet, dass ein Feld beobachtet werden kann, noch bevor es da ist. Wodurch sich die für uns vertraute Abfolge von Ursache und Wirkung, von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft unter gewissen Verhältnissen umkehren kann. Die Wirkung kann wahrhaftig eher da sein als die Ursache, die Zukunft eher als die Vergangenheit. Ja, all diese Worte, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, haben den Charakter des Absurden gewonnen. Weissagen, wenn ich dieses von so viel Skepsis umgebene Wort physikalisch exakt umschreiben will, dann kann ich dies nicht besser tun als mit dem Satz, ich beobachte ein Feld noch bevor es da ist. Die Teilchenphysik hat gezeigt, dies ist de facto möglich unter gewissen Umständen. Weissagungen also, Prophezeiungen sind möglich. Wer immer noch meint, sie widersprechen dem gesunden Menschenverstand oder gar den Erkenntnissen der Wissenschaft, der muss sich sagen lassen, er ist nicht up-to-date, nicht orientiert über den neuesten Stand der Wissenschaft. Man hört all dies und denkt an einen Ausspruch des Lama Govinda. Wenn wir vom Raumerlebnis der Meditation sprechen, so haben wir es mit einer gänzlich anderen Dimension zu tun, in der das zeitliche Nacheinander zum Nebeneinander, das räumliche Nebeneinander zum Ineinander, das Ineinander zum lebendigen Kontinuum wird
jenseits von Sein und Nichtsein, in der Einschmelzung von Raum und Zeit. Der alte japanische Zen-Meister Gogen hat gesagt: Die meisten glauben, dass die Zeit vergeht. In Wirklichkeit bleibt sie stehen, wo sie ist. Die Vorstellung des Verstreichens von Zeit ist eine falsche Vorstellung. Denn da man die Zeit nur im Verstreichen sieht, begreift man nicht, dass sie stehen bleibt, wo sie ist. Und Daisetsu Suzuki, der große zeitgenössische Vermittler des Buddhismus, befand: In der spirituellen Welt gibt es keine Zeiteinteilungen wie Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Denn diese haben sich zu einem einzigen Augenblick der Gegenwart zusammengezogen und dort vibriert das Leben in seinem wahren Sinn.